Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext, heute mit dem Thema: Nach dem Versailler Vertrag sollten auch die Siegerstaaten abrüsten, taten es aber nicht. Das habt ihr sicherlich noch in keinem Schulbuch gelesen und in historischen Büchern wird es fast gar nicht erwähnt, ist aber eines der wichtigsten Themen zum Komplex Aufrüstung Deutschlands. Ihr wisst, ich stelle die Geschichte richtig, ich objektiviere die Geschichte. Das hat nichts mit Verherrlichung zu tun, was mir die Schwurbler vorwerfen. Das sind all die, die keine Argumente haben und meine Belege nicht widerlegen können. Die kommen dann mit dem Argument, ich möchte die Geschichte schönreden. Nein, ich möchte die Geschichte objektivieren, aber manche sind einfach zu dumm dazu, um diesen Unterschied zu begreifen. Sei es drum, ich komme heute zum Thema. Was hierzulande beinahe von allen Historikern verschwiegen wird, ist Artikel 8 des Versailler Vertrags von 1919. Ich zitiere aus dem Originalvertrag, aus dem Friedensvertrag von Versailles vom 28. Juni 1919 aus dem Dokumentenarchiv, Artikel 8. Ich zitiere: Die Bundesmitglieder, also jene, die den Vertrag konzipierten, bekennen sich zum Grundsatz, dass die Aufrechterhaltung des Friedens eine Herabsetzung der nationalen Rüstungen auf das Mindestmaß erfordert, das mit der nationalen Sicherheit und mit der Erzwingung internationaler Verpflichtungen durch gemeinschaftliches Vorgehen vereinbar ist. Zitat Ende. In der Begleitnote vom 16. Juni 1919, die gleich gar keine andere mehr überhaupt weiß, mit der französische Ministerpräsident Clemenceau, ein deutschen Hasser, den Vertragstext im Namen der Alliierten an die deutsche Reichsregierung übersandte, wurde diese Selbstverpflichtung der Siegerstaaten nach vollendeter deutscher Abrüstung ebenfalls abzurüsten wiederholt. Ich zitiere: Die deutsche Abrüstung stellt gleichzeitig den ersten Schritt zu der allgemeinen Herabsetzung und Begrenzung der Rüstung dar. Nachdem Deutschland den Weg gezeigt haben wird, werden die Alliierten und die assoziierten Mächte in voller Sicherheit den gleichen Weg gehen. In voller Sicherheit den gleichen Weg gehen die Siegermächte. Also im Klartext, der Vertrag von Versailles, er enthielt die Verpflichtung für alle Unterzeichnerstaaten, ihre Armeen nach dem Kriege abzurüsten. Diese Pflicht betraf also nicht alleine das besiegte Deutschland. Wusstet ihr das? Habt ihr das schon mal gelernt in der Schule? Nein, habt ihr nicht gelernt. Ihr habt gelernt, der böse Hitler, der rüstet auf ohne Ende und will gleich mal Krieg führen. Dass aber alle Staaten sich verpflichteten, abzurüsten nach dem Versailler Vertrag, den sie selber unterzeichnet haben, das lernt ihr zu 100% nicht. Die deutsche Abrüstung sollte also gleichzeitig den ersten Schritt zu der allgemeinen Herabsetzung und Begrenzung der Rüstung darstellen. Man war sich sicher, dass die alliierten und assoziierten Mächte diesen Weg dann ebenfalls gehen würden. Die Sieger sagten ihre eigene Abrüstung für den Zeitpunkt zu, an dem die deutsche Abrüstung vollzogen war. Ich wiederhole, die Siegermächte des Ersten Weltkrieges sagten ihre eigene Abrüstung für den Zeitpunkt zu, an dem die deutsche Abrüstung vollzogen war. Doch dies geschah nicht. Dies geschah nicht. Als das Deutsche Reich in Erfüllung des Friedensvertrages von Versailles abgerüstet hatte, erwartete es mit Recht, dass auch die Siegermächte entsprechend ihrer im Vertrag übernommenen Verpflichtung abrüsten würden. Es kann daher keinen Zweifel unterliegen, dass diese Verweigerung der Gleichberechtigung bzw. die Weigerung nun auch selbst abzurüsten mit einer der wesentlichsten Gründe für den Aufstieg des Nationalsozialismus in den Jahren 1931 und 1932 darstellte. Und wenn überhaupt ein Argument Hitlers im deutschen Volk einen Widerhall gefunden hatte, dann war es jenes, dass man einem Volk wie dem Deutschen, einem Volk, das über eine Bevölkerung von damals mehr als 75 Millionen Menschen verfügte, auf die Dauer auch nach einem verlorenen Krieg die völkerrechtliche Gleichberechtigung nicht versagen
und es nicht auf unbeschränkte Zeit als Volk niederen Ranges behandeln dürfe. Verschwiegen wird also, nach dem Versailler Vertrag sollten auch die Alliierten abrüsten, was sie jedoch nicht taten, sondern im Gegenteil immer weiter aufrüsten, und Deutschland war total wehrlos. Immer und immer wieder verwies Hitler darauf, dass die Politiker des demokratischen Deutschlands 8 Jahre lang nach Genf pilgerten, um die versprochene Gleichberechtigung, also auch die Abrüstung der anderen, endlich zu erreichen. Und immer wieder wurden sie mit leeren Händen nach Hause geschickt. Die sich daraus ergebenden Konsequenzen konnten niemandem verborgen bleiben. Und in der Tat wurde die Welt durch deutsche als auch durch ausländische Politiker wieder und wieder vor dem Sprengstoff gewarnt, der nur auf einen Zünder wartete. Aber das wurde aus Gier und Eigennutz in den Wind geschlagen, obwohl fast die gesamte deutsche Bevölkerung sich geeint in ihrer Wut und Enttäuschung über den Schmachfrieden von Versailles zusammenfand. Nicht nur in der Rede vom 3. Februar 1933 machte Hitler ihnen klar, dass sein Kampf in erster Linie der Beseitigung des Versailler Vertrages und der darin auferlegten Militärfesseln gelte. Weil die anderen nicht abrüsteten. Das ist der entscheidende Punkt. Weil die anderen nicht abrüsteten, obwohl sie es im Vertrag selber so festgelegt haben. Hitler wies darauf hin, dass die anderen schuld sind an seiner eigenen Aufrüstung. Das hört ihr natürlich überhaupt nicht. Hitler wollte sich zudem für die Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht einsetzen, einer Wiedererrichtung des Generalstabs, einer neuen Luftwaffe, Großkampfschiffe für die Marine, schwere Artillerie und Panzer für das Heer sowie der Beseitigung jeder Kontrolle der Militärausgaben durch nationale oder internationale Instanzen. Und dies, ich wiederhole, weil die anderen Länder nicht abrüsteten. Nicht, weil Hitler am 2. Februar 1933 die ganze Welt erobern wollte, bla 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 bla. Nein, weil die anderen nicht abrüsteten, so wie es laut ihren eigenen Versailler Vertrag und in den Verhandlungen in Genf hätte eigentlich machen müssen. Und eben nicht, weil Hitler bereits 1933 einen Weltkrieg plante, ist sowas von dermaßen idiotisch, diese Argumentation. Tut mir leid, wenn ich da ein bisschen emotional werde, aber so wird die deutsche Geschichte total verlogen. Dies, die ich bewiesen habe mit den Dokumenten von Versailles, die ihr nicht widerlegen könnt, Schwurbler. Ihr könnt es nicht widerlegen. Ihr könnt Clemenceau nicht widerlegen. Ihr könnt den Artikel 8 nicht widerlegen. Könnt ihr nicht. Und das ist eine ganz andere Sicht der Dinge. Allerdings kann ich meine durch Dokumente beweisen, während die andere, also Hitler wollte gleich 1933 den ganzen Weltkrieg, reine Polemik ist. Auch gegenüber dem Ausland machte Hitler keinen Hehl aus seiner Abneigung des Versailler Vertrags. Zu Louis P. Lochner, einem Vertreter der Associated Press, sagte er im Februar 1933, ich zitiere, die unmögliche Aufteilung der Nationen, gemeint ist diese durch den Versailler Vertrag, in Siegerstaaten und damit lebensberechtigte und besiegte Nationen und damit lebensminderberechtigte, ist unerträglich und führt zu allgemeinem Misstrauen und infolge davon wieder zu einer Überspannung militärischer Rüstungen. Im Friedensvertrag von Versailles wurde uns auferlegt, abzurüsten. Nicht damit 13 Jahre später eine Diskussion über Wehrsysteme stattfindet, sondern, und das ist jetzt wichtig, damit auch die anderen Völker abzurüsten in der Lage sind. Auf diese Abrüstung warten wir nunmehr seit mehr als 10 Jahren. Zitat Ende. Hitlers Strategie war klar, weil keiner der anderen Staaten abrüstete, sondern im Gegenteil noch mehr aufrüstete, obwohl in Genf eigentlich das Gegenteil vereinbart worden war, würde sich Deutschland ebenso wieder bewaffnen. Hitler-Deutschland rüstete nicht auf, um Krieg führen zu können, sondern weil die anderen Länder nicht abrüsteten, obwohl sie das laut dem Versailler Vertrag und den Verhandlungen in Genf hätte tun sollen. Und jetzt kommen die verlogenen deutschen Historiker wieder. Sie sagen, ja, wir können beweisen, dass ab 1933 das Deutsche Reich viel mehr aufgerüstet hat als alle anderen Länder zusammen. Ja, das ist der Beweis für den Krieg. Idiotenargument, weil Deutschland hatte nichts nach dem Versailler Vertrag. Eine 100.000 Mann Armee, sonst nichts. Ist ja eigentlich logisch, wenn du dann aufrüsten musst, damit du paritätisch mit den anderen Ländern bist, musst du viel mehr aufrüsten, als die schon Jahrzehnte lang aufgerüstet haben. Logisch, oder? Verstehen die Schwurbler natürlich nicht. All das in meinem Buch Adolf Hitler, eine Korrektur, auch mit den Quellen, die ich euch genannt habe.
Band 1. Hier steht alles drin. Widerlegt meine Quellen, könnt ihr nicht. Wer mich kritisiert, ist einfach ein Schwurbler, wenn ihr die Quellen nicht widerlegen könnt. Genauso die 2500 Quellen in meinem neuen Buch Deutschland muss vernichtet werden. Die Vertreibung, Zerstörung, Völkermord und Zersetzung des deutschen Volkes 1914 bis heute. Alle Massaker an unserem deutschen Volk zum ersten Mal in einem Buch mit 130 teils grausamen Fotos. Wir haben uns entschieden, die Fotos zu publizieren, damit ihr seht, was uns Deutschen angetan worden ist. Kastration, Vergewaltigungen, Verstümmelungen, Verbrennungen und so weiter. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, weil wenn ihr teilhaben wollt an der Gedenkkultur, an unser deutsches Volk, besorgt euch dieses Buch, Amazon Bestseller. Auch mein Telegram-Kanal solltet ihr abonnieren, weil dort auch Informationen sind, die bei YouTube nicht sind. Und auch meinen kostenlosen Newsletter. Er ist kostenlos auf www.michaelkrant.de. Jede Woche einen neuen Newsletter, manchmal auch zu zeitaktuellen Themen, nicht immer zum Thema Nationalsozialismus. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Michael Krant.